Der junge Wanderer betritt einen stillen Wald. Er weiß noch nicht, was ihn hier erwartet. Die Bäume stehen hoch und dicht. Der Wald wirkt tief und geheimnisvoll. Der Wald ist ungewöhnlich ruhig. Kein Geräusch ist zu hören. Langsam merkt er, dass er sich verlaufen hat. Der richtige Weg ist verschwunden. Die Sonne beginnt langsam unterzugehen. Lange Schatten fallen zwischen die Bäume. Der Wald wird dunkler und stiller. Die Nacht kommt schnell näher. Ein seltsames Gefühl breitet sich aus, als wäre er nicht allein. Der Wind bewegt die alten Bäume. Blätter rascheln im Abendlicht. Zwischen den Bäumen entstehen lange Schatten. Die Dunkelheit wächst langsam. Er geht tiefer in den Wald hinein. Doch jemand beobachtet ihn bereits. Der Wanderer erreicht einen steinigen Hügel. Von hier sieht er den dunklen Wald. Die Berge liegen still im Mondlicht. Der Wald wirkt endlos. Ein kleiner Fluss durchbricht die Stille. Das Wasser glitzert im Mondlicht. Vorsichtig überquert er den Fluss. Das Wasser ist eiskalt. Eine weite Lichtung öffnet sich im Wald. Nebel liegt über dem Gras. Ein verlassenes Lager liegt im Gras. Jemand war schon hier. Das Feuer ist längst erloschen, doch der Ort wirkt unheimlich. Nebel steigt aus dem Tal auf, der Wald verschwindet im Grau. Zwischen den Felsen führt ein enger Weg. Der Wald wird still. Dann zerreißt ein Heulen die Stille. Ein Wolf ruft in der Nacht. Der Nebel zieht über die Felsen. Der Wald wirkt plötzlich lebendig. Hoch über dem Wald steht ein Wolf. Er beobachtet die Dunkelheit. Zwei Augen leuchten im Dunkeln, jemand beobachtet ihn. Der Wanderer bleibt stehen. Er spürt eine Präsenz. Der Alpha-Wolf steht ruhig auf dem Felsen. Seine Augen glänzen im Mondlicht. Der Wolf bewegt sich lautlos. Er folgt dem Fluss. Der Wanderer geht vorsichtig weiter. Doch der Wald ist nicht mehr leer. Zwischen den Bäumen bewegt sich ein Schatten. Der Wolf ist näher gekommen. Der Wanderer hört Schritte hinter sich. Sein Herz schlägt schneller. Dann sehen sie sich zum ersten Mal. Mensch und Wolf stehen sich gegenüber. Der Wanderer bewegt sich nicht. Auch der Wolf bleibt stehen. Der Alpha-Wolf beobachtet ihn genau. Seine Augen leuchten im Mondlicht. Der Wanderer spürt die Gefahr, doch er bleibt ruhig. Langsam macht der Wolf einen Schritt, ganz vorsichtig. Der Wanderer bewegt sich nicht. Er wartet. Der Wolf riecht die Luft. Er prüft den Fremden. Langsam hebt der Wanderer seine Hand, ohne Angst. Der Wolf bleibt stehen. Er greift nicht an. Für einen Moment ist alles still. Mensch und Wolf beobachten sich. Dann setzt sich der Alpha-Wolf. Der Angriff bleibt aus. Langsam senkt der Wanderer seine Hand und merkt, dass der Wolf ruhig bleibt. Vorsichtig dreht sich der Wanderer um und geht langsam weiter durch den Wald. Der Alpha-Wolf steht wieder auf und beobachtet den Wanderer ganz ruhig. Ein kleiner Fluss erscheint im Wald und das Wasser glitzert im Mondlicht. Hinter dem Wanderer bewegt sich der Wolf lautlos durch die dunkle Nacht. Der Weg wird steiniger und der Wanderer geht vorsichtig weiter. Von einem Felsen aus beobachtet der Wolf den Wanderer weiter. Nebel zieht langsam durch das Tal und der Wald wirkt geheimnisvoll. Der Wolf läuft jetzt langsam neben dem Wanderer durch den Nebel.
Der Mensch und der Wolf gehen zum ersten Mal gemeinsam durch den dunklen Wald. Der Wanderer sammelt trockenes Holz auf der Lichtung, während der Wolf ruhig zusieht. Bald beginnt ein kleines Feuer zu brennen und erhellt langsam die dunkle Lichtung. Der Alpha-Wolf beobachtet den Wanderer aufmerksam neben dem flackernden Feuer. Der Wanderer wärmt seine Hände am Feuer und spürt zum ersten Mal Ruhe. Langsam legt sich der Wolf neben das Feuer und bleibt dennoch wachsam. Das Feuer knistert leise und sein warmes Licht vertreibt die Dunkelheit. Der Wanderer blickt in die dunkle Nacht und fragt sich, was noch kommt. Der Alpha-Wolf hebt den Kopf und hört aufmerksam in die stille Nacht. Hoch über dem Wald steht der Mond und beleuchtet die ruhige Lichtung. Neben dem warmen Feuer wächst langsam Vertrauen zwischen dem Wanderer und dem Alpha-Wolf. Zwischen den dunklen Bäumen erscheinen Augen, die den Wanderer beobachten. Der Alpha-Wolf steht plötzlich auf und starrt in die Dunkelheit. Der Wanderer erhebt sich langsam und greift vorsichtig nach seinem Bogen. Langsam treten zwei fremde Wölfe zwischen den dunklen Bäumen hervor. Der Alpha-Wolf stellt sich ruhig zwischen den Wanderer und die Fremden. Die fremden Wölfe kommen langsam näher und beobachten ihn. Plötzlich erhebt der Alpha-Wolf den Kopf und heult laut in die Nacht. Die fremden Wölfe bleiben stehen und beginnen sich langsam zurückzuziehen. Wolves disappearing between dark forest trees while Alpha Wolf stands watching. Am Feuer stehen der Wanderer und der Wolf nun etwas näher beieinander. Die Nacht bleibt unruhig, während Schritte schwer durch den Wald hallen. Der Alpha-Wolf hebt den Kopf und spürt eine neue Gefahr. Zwischen den hohen Bäumen bewegt sich plötzlich ein riesiger Schatten. Ein gewaltiger Bär tritt langsam aus der Dunkelheit hervor. Der Bär brüllt laut und kommt bedrohlich näher. Der Alpha-Wolf springt mutig vor, um den Bären abzulenken. Der Wanderer hebt die brennende Fackel gegen das riesige Tier. Das Feuer und der Wolf zwingen den Bären langsam zurück. Schließlich zieht sich der Bär wieder in die dunklen Bäume zurück. Im ersten Licht des Morgens sitzen der Wanderer und der Wolf ruhig.